Hallo und herzlich willkommen zum 32. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin Salvo. Und heute stellen wir euch einen Kompensator für Pistolen von Strike Industries vor. Genau zu sein geht es um den Pistol Linear Compensator Modular Muzzle Device von Strike Industries. Gedacht ist er einfach für Pistolen und Maschinenpistolen im Kaliber 9 mm Para, wo am Lauf ein halbes x 28 Wind haben. Strike Industries ist eine Firma aus den USA. Sie sind 2011 gegründet worden und bekannt dafür, zum Zubehör für Waffen allgemein machen. Vor kurzem haben sie einen Deal an Land gezogen für die US-Armee, um Trailcovers zu machen. Der Kompensator wird in einer Kartonschachtel geliefert. Im Lieferumfang dabei ist einerseits der Kompensator selber mit allen Teilen schon zusammengeschraubt. Eine Art Laufmutter als Gegenstück, damit man es auch befestigen kann. Und ein Sicherheitshinweis. Und das ist der Lieferumfang von dem Kompensator. Wie bereits erwähnt, ist der Kompensator in erster Linie für Faustfeuerwaffen gedacht. Der erfüllt gerade diverse Zwecke. Einerseits funktioniert er eigentlich so wie ein Blast Deflector, also sprich, dass das Mündungsfeuer halt einfach bündelt gegen Feuer geht, was den Rückschuss von der Pistole kontrollierbarer machen sollte. Andererseits als Nebeneffekt ist halt einfach, dass der Feuerböllen und der Dreck, der vorne rauskommt, wird halt einfach auch mehr gegen Feuer kontrolliert, also angenehmer für Leute, wenn man halt nebeneinander schiessen tut. Und die Signatur, also sprich die Grösse des Feuerböllen, wird eigentlich auch reduziert. Dann erfüllt er eigentlich auch noch, kann er noch ein bisschen die Funktion erfüllen, dass wenn man Pistolen mit einer Lampe benutzen tut, dass er die Lampen eigentlich vom Feuer und vom Dreck, vom Mündungsfeuer und vom Dreck schützen tut, dass halt einfach der Lampenkopf nicht dreckig wird. Oder man kann es auch als Prop benutzen für Film und Foto, wenn man halt keinen Zugriff zu Schalldämpfer hat, oder halt einfach als Coolness-Faktor. Der Hersteller sagt eigentlich, dass der Kompensator nur für 9 mm Pistolen benutzt werden kann. Wir haben es jetzt aber auch getestet mit einer 9 mm Chris Vector, also mit einer Maschinenpistole, und 22er Pistole, also Kleinkaliber. Bei denen haben wir einfach, also es hat funktioniert, aber man hat in dem Sinn den Vorteil vom Rückstoß, dass der gedämmt wird, bzw. der Winkel gedämmt wird, haben wir dort nicht gemerkt bei den anderen Kaliber. Wobei bei 9 mm Pistolen dann eben schon ein bisschen. Wie schon gesagt, passt er auf fast alle Pistolen, die am Lauf ein halbes x 28 Wind verfügen. Damit der Kompensator auch heben tut und sich vom Rückschuss nicht lösen tut, ist eine Mutter dabei zum Kontern, damit man es gut anziehen kann. Da einfach zum Sagen, um das zu machen, braucht man halt am besten einen 18 mm Gabelschlüssel und der ist nicht im Lieferumfang dabei. Der Kompensator selber, den kann man in diversen Längen konfigurieren. Der besteht aus einzelnen Komponenten, die man auch wegschrauben kann und so halt individuell anpassen kann. In der kompletten Ausstattung
ist er ca. 9,3 cm lang und 53 Gramm schwer. Die Verstellbarkeit der Längen ist eigentlich vom Hersteller so gemacht, dass es je nach Pistole halt dann funktioniert. Also sie sagen, je nach Pistole musst du länger oder kürzer machen, dass es richtig funktioniert. Wir haben jetzt bei 3 Waffen es ausprobiert mit der Gesamtlänge und es hat bei allen funktioniert. Und das sind Smith & Wesson M&P 9 gewesen, der FN 509 und Koenig TP9. Und eben wie gesagt, bei uns hat es in der Gesamtlänge gut funktioniert. Bei unseren Tests im Schiesskeller sind uns 2 Sachen aufgefallen. Einerseits, dass die Mündungsbremsfunktion, die ist da war, so sprich mit dem Kompensator oben drauf ist der Feuerböller wirklich halt kompakter geworden, als wenn man die Pistole ohne geschossen hat. Das andere, sprich die Kompensatorfunktion, also Rückstoßminderungsfunktion, dort haben wir mit Messungen, mit dem Mantis, haben wir gesehen, dass wirklich eine gewisse Reduktion da ist. Aber man muss halt auch sagen, die ist wirklich minim gewesen. Und wenn man es ausprobiert hat ohne Messgerät, muss man sagen, gefühlsmäßig hat man es meistens nicht wirklich gemerkt. Ich kann den Kompensator empfehlen für Leute, die sagen, für mich ist Optik extrem wichtig oder wichtig bei einer Waffe. Weil cool aussieht tut er auf jeden Fall. Und darum eben für Leute, die sagen, ja, Optik ist mir wichtig oder finde ich gut, oder für die kann ich eine Kaufempfehlung geben, auch wenn er relativ teuer ist, sage ich jetzt einmal. Aber für Leute, die einfach praktisch ein bisschen schiessen oder ein bisschen käpseln im Schiesskeller, für die würde ich jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung aussprechen. Also ich bin der gleichen Meinung wie der Patrick. Ja, also ich finde auch, der Kompensator sieht halt einfach wirklich lässig aus. Kommt so ein bisschen auf die Pistole drauf an, haben wir jetzt halt auch gesehen, wo man es mit verschiedenen ausprobiert hat. Stylish-mäßig, bei gewissen sieht es ein bisschen besser aus, bei den anderen passt es ein bisschen weniger. Aber ich finde auch, ja, es sieht eigentlich cool aus. Aber ja, wie er schon gesagt hat, also rein performance-technisch muss man sagen, so, nein, eigentlich nicht. Weil das lohnt sich wirklich nicht. Da ist das Verhältnis, was es kostet und wie viel es besser wird, eigentlich ja, nicht gerechtfertigt, kann man sagen. Oder? Vielleicht sieht es ein bisschen anders aus, wenn man halt wirklich ein bisschen eng nebeneinander steht und halt eben wirklich Nähe auf Nähe gleichzeitig am Schiessen ist, dann ist man vielleicht froh, dass der Feuerböller ein bisschen mehr führen geht, aber wie wir jetzt schiessen, machen wir das schon aus Sicherheitsgründen nicht, kann man sagen, darum spielt das nicht so eine Rolle. Oder? Das andere, was mich teilweise auch noch ein bisschen stören tut, ist halt einfach, ja, wenn du ihn dran hast, man muss halt auch ein bisschen wenn man einen Pistolenhalfter hat, muss man halt ein bisschen schauen. Viele Pistolenhalfter haben ja einfach im unteren Bereich sind sie entweder ganz geschlossen, damit halt einfach, dann passt er sowieso nicht drin, wenn du etwas vorne dran hast, oder dann sind sie so ein bisschen angewinkelt, oder? Und dann müsstest du die Holster halt auch wieder bearbeiten, dass du Pistolen auch so holstern kannst, oder? Und den halt immer wieder anschrauben und wegnehmen während dem Schiessen sehe ich halt einfach nicht, oder? Ja, darum würde ich eigentlich auch, also den eigentlich nur an Leute empfehlen, die halt einfach wirklich sagen, so, hey, mir ist das Geld wert, um so ein bisschen Tactical zu machen, dann ja, und sonst eigentlich eher weniger.
Wie immer findet ihr Detailbilder zu dem Produkt auf unseren Social Media Accounts. Dort würden wir natürlich auch wie auf YouTube froh um jeden neuen Abonnent und nicht jeden Like. Danke auch noch an Assetto, dass wir die Schiessaufnahmen dort machen und natürlich auch an Gotcha GmbH, dass wir die Kompensatoren dürfen testen. Das war es wieder mit dem Video und ciao zusammen.